Shalom and welcome to our fifth lesson of the Bible School. We're so excited for what the Father is doing and what we can share in this lesson. Shalom und herzlich willkommen zur 5. Unterrichtsstunde hier in unserer Bibelschule und wir freuen uns dermaßen auf alles, was der Vater am Wirken ist, ja, und auf diese Unterrichtsstunde freuen wir uns natürlich auch. I firstly want to say thank you for all the homework that you've been sharing with us. It really blesses us to see that what we are sharing with you, teaching, also comes back and that there's actually growth. Und zunächst einmal möchte ich mich bedanken für die Hausaufgabe, die ihr immer einsendet. Für uns ist das sehr schön zu sehen, ja, dass das, was wir hier lehren, dass das zurückkommt und wir sehen auch und nehmen wahr, dass es ein Wachstum gibt. So for me, it's like sowing seed and seeing that there's actually something happening with the seed. It's very difficult in ministry when we go to places, you minister and you go away and you're unsure, did the seed fall in a place where it's going to grow? Weil auf diese Art und Weise ist es so, dass man Saat sät und man sieht, dass das Saatgut angenommen wird, ja, und das ist anders, wenn wir irgendwo predigen zum Beispiel, dann weiß man das ja nicht hinterher, man bekommt ja nicht diesen Feedback, man weiß nicht, ob dieser Saatgut denn auch letzten Endes zu einem Wachstum führen wird, ne? Yeah. So thank you for that, and also thank you for those who are financially contributing to this. It really helps that we can do and continue doing what we're doing. Also danke dafür und danke natürlich für alle, die finanziell beitragen. Das hilft uns natürlich auch, dass wir weitermachen können mit unserem Dienst. So the lesson we have for this week is one of three for the next 3 weeks. We will be speaking of the kings, priests, and prophets. Okay, und in den nächsten 3 Wochen werden wir 3 Themen haben. Heute sprechen wir über eines dieser Themen und die Themen sind Könige, Priester und Propheten. And remember, we're speaking of a general overview of scripture and how things from the beginning to the end work. That's why we started with the chronology and going on with all the different things that have an overview. Und das, was wir eigentlich hier schaffen wollen, ist wirklich so einen Überblick zu schaffen von den Schriften, von ganz am Anfang bis ganz zum Schluss, also von allen Schriften. Deswegen haben wir angefangen mit Chronologie und mit 1. Mose, damit ihr wirklich für euch am Ende so einen schönen Übersicht habt. I love it when people come back with specific views of little things in scripture and they say, but this influences what you've said, and it's a great way to interact. Und ich liebe es, wenn ihr dann auf uns zukommt und sagt, ja, und das, was du hier gesagt hast, das passt perfekt hier rein. Und wenn man anfängt, so die Kleinigkeiten zu sehen in der Bibel, das ist schön, so miteinander zu agieren, ja. But we will go into more detail in future lessons, but for now we're just trying to paint a picture. Wir werden natürlich später noch detaillierter in die Schrift eintauchen, aber für jetzt sind wir erstmal dabei, so wirklich so ein Gesamtbild für uns zu schaffen. So we're starting off with the kings. Und heute reden wir über Könige. So, what a lot of fun again to write Kings and Könige. Okay. Ach, was für ein Spaß, dass ich heute alles wieder schreiben darf. Erstmal Englisch und dann Deutsch. I think I am learning a lot of German at this time. Yeah, you are. Tiaan ist dabei, ganz viel Deutsch zu lernen. You won't be able to ask somebody, how are you, and things like that, but you will be able to speak about the Bible. How about the Bible? Okay, so when we in Hebrew mindset look at a theme or something, we immediately start by saying, where's the first time we read about this idea in scripture? Und wenn wir anfangen, die Bibel oder etwas in der Bibel uns anzuschauen aus einer hebräischen Perspektive, dann ist das, was man macht, man schaut, wo sehe ich diese Idee oder das Konzept zum allerersten Mal in der Bibel. And when you think of kings, I think many of us have a modern idea and we also have this biblical idea. If you think of kings, I don't think we have the original idea of what it is.
Und wenn wir jetzt über Könige nachdenken, dann haben einige von uns eine Vorstellung aus der modernen Zeit, wie ein König so ist. Einige von uns haben eine Idee, wie ein König ist in der Bibel. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich die Idee haben, wie es ursprünglich war und gedacht war. I only know of one kingdom that is run very well in today's time, and that's the kingdom of Sweden. Oh my goodness. Ich kenne nur ein Königreich, das ist, weil ein Teilnehmer hier ist, das ist ein sehr schöner Witz. Ich kenne nur ein Königreich, was sehr gut verwalten wird, und das ist das Königreich Flieden. Hallo, That's a Peter. joke for a friend, but I'm not sure if he's here. So yeah, the kingdom of Sweden. Also das ist ein Spaß für einen Freund, der in Flieden wohnt. Hallo, Peter. So the first time we read of specific kings and their names together is actually in Genesis 14. Das allererste Mal, wenn wir über Könige nachlesen, wo dann auch gesagt wird, das sind Könige, ist in 1. Mose Kapitel 14. And I think one of the most popular ones is Melchizedek. Und ich glaube, ein König, wo wir alle wissen oder ihn kennen, das ist Melchisedek. And obviously Abraham that was fighting against these kings or driving them out of the land, following Lot, that's a king. Und dann wird uns aber auch gesagt, ne, wo wir sehen, Abraham jagt hinter diese Könige her. Ne? Uns wird gesagt, das sind Könige, um sie aus dem Land zu vertreiben. Ne? Und das sind Their Könige. names also given. Und da sehen wir, den Namen werden auch genannt. Ne? But that's not the first place we read of a kingdom. Aber das ist nicht die erste Stelle, wo wir über ein Königreich nachlesen. The first place is actually very unfortunate, and that's in Genesis 10. Die erste Stelle, wo wir über ein Königreich lesen, da ist es leider das Königreich hier in 1. Mose 10. Where it's speaking of Nimrod. Wo über Nimrod geredet wird. And some of you might know the story of Nimrod, some of you might not know it, but Nimrod wasn't such a great guy. Und einige von euch, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Nimrod, einige von euch vielleicht nicht, aber der Nimrod, der war nicht ein guter Mensch. So when you go read in Genesis 10 from verse 8 to 12, you can read a little bit about him and his kingdom. Und wenn ihr dann selber nachlesen wollt, 1. Mose 10 von Vers 8 bis 12, da können wir ein wenig nachlesen über sein Königreich. Nineveh, for instance, Nineveh was part of his kingdom. Syria was part of his kingdom. Places that don't have a good history with Israel, they were part of his kingdom. Und dann können wir da auch erkennen, dass Nineveh zum Teil ein Teil war von seinem Königreich und Syrien auch. Also Länder, wo wir wissen, die haben nicht so einen guten Stand mit Israel gehabt, die waren allesamt ein Teil von seinem Königreich. So how does this happen? How did Nimrod become a king? Und wie ist das passiert? Wie ist der Nimrod König geworden? If I would want to become a king, can I wake up tomorrow morning and do some certain work and then I'm a king? Wenn ich also jetzt ein König sein möchte, reicht es aus, wenn ich morgen früh aufwache, dass ich etwas tue, etwas Bestimmtes tue und dann plötzlich bin ich ein König? In today's time, you are born into royalty. You're born into the genealogy of royalty. Nein, in der heutigen Zeit ist das so, dass du in diese Königsdasein, ne, oder ja, dass du da hineingeboren wirst. Du musst schon der Geschlechtslinie zugehörig sein, damit du König sein kannst. But how did this start? Aber wie hat das angefangen? So the start of kingdoms and kings is actually quite simple, and it has all to do with covenants. Und die Art und Weise, wie Königreiche entstanden sind, wie Könige ihr Dasein bekommen haben, ist eigentlich ganz einfach und hat mit Bündnisse zu tun. If you have a man and wife get together, Wenn also Mann und Frau hier sich zusammentun, I'll draw you a picture. Tiaan malt euch ein Bild, das ist jetzt ein Mann und eine Frau.
Yeah, I don't draw bodies, only the blue and the red. Also der wird jetzt keinen Körper, ne, malen, sondern wirklich nur blau und rot. Wisst ihr, blau ist Mann, rot, das ist Frau. And they have children. Let's say they have 4 wonderful children. Und die haben jetzt Kinder und sagen wir jetzt mal, sie haben 4 wunderbare Kinder. And in ancient times, biblical times, if they had sons, it was even better because sons, they could do more in the field and building and working and so on. Und in der Antike und natürlich in der biblischen Zeit war es so, wenn sie Söhne hatten, dann war es umso besser, gell? Weil die Söhne, die konnten mit anpacken, mit auf dem Feld arbeiten, konnten richtig viel tun, ja. But you wanted a daughter, definitely. But the sons, they had the strength to do certain things that the daughters could not. Also man wollte zwar auch gerne auch eine Tochter haben, ja, ganz bestimmt sogar, aber die Söhne, die hatten natürlich Kraft, physische Kraft, um ganz viel mit anzupacken. And maybe you see the work is too much for you as a family, so you acquire a slave or two. We'll make the slaves green, yeah? Und dann siehst du ja, die Arbeit ist vielleicht zu viel für dich alleine und für deinen Clan, ja, und dann schaffst du dir 1, 2 Sklaven an. Die Sklaven sind jetzt hier grün. And so now you have quite the setup. Ja, und jetzt hast du schon einen ziemlich großen, ja, Haufen hier, ne? If you have a look at Abraham, he had more than 300 trained men in his house that were like, we can call them slaves. Und wenn wir uns Abraham zum Beispiel anschauen, die Bibel sagt uns, er hatte 300 Männer, die fit waren, um Krieg zu führen in seinem Haus. Und das waren ja, und wir können sie auch so nennen, Sklaven, ne? So this is on a small scale that I'm drawing this picture. Das heißt, das, was Tiaan jetzt hier malt, das ist wirklich ganz klein nur zusammengefasst. Ne? Ihr habt eine Vorstellung, das ist ziemlich groß, wie so ein Clan ausgefallen ist. So Abraham had 318 trained servants, according to Genesis 14, verse 14. Many, eh? 1. Mose 14, Vers 14, der Abraham hatte 318 wirklich Männer, die wirklich Krieg führen konnten. Das ist schon viel. But we're going to the origin. How does this start? Aber wir sind ja hier beschäftigt mit dem Ursprung. Wie fängt so ein Königreich an? So your neighbor, by the way, if you didn't want this, this is you and your family apparently. Okay, und nur damit ihr Bescheid, das hier, das bist jetzt du mit deiner Familie, ne? Ob du willst oder nicht, das ist jetzt ein Bild von dir und deiner Familie, okay? And your neighbor and his wife, or your neighbor and her husband, they also have children, but they only have 2 children. Dein Nachbar und seine Frau oder deine Nachbarin und ihren Ehemann, wenn du das lieber so sagen möchtest, die haben auch Kinder, aber die haben nur 2 Kinder. And they have 1 servant, maybe. Und die haben jetzt auch nur einen Knecht vielleicht. Okay, so who's stronger? Okay, wer ist jetzt stärker hier? You are. Du bist stärker hier, ne? You have more children, more offspring, you have more servants, and maybe you have more livestock. Okay, du hast mehr Kinder, du hast mehr Sklaven und vielleicht hast du sogar noch mehr Vieh als dein Nachbar. So you are stronger to overwhelm these if you like. Das heißt, wenn du möchtest, könntest du deinen Nachbarn überfallen und du würdest wahrscheinlich gewinnen. You can take their field, you can take their livestock, you can take their slave, maybe some of their children. Und dann könntest du hingehen, du könntest ihren Land wegnehmen, du könntest Vieh von ihnen wegnehmen, du könntest vielleicht sogar diesen einen Sklaven da wegnehmen, die Kinder auch, wenn du möchtest. So they live in this constant fear that what if my neighbor decides to overwhelm me? Die leben also wirklich ständig in Angst, was ist, wenn mein Nachbar eines Tages aufwacht und sich entscheidet, mich zu überwältigen. So your neighbor comes to you and says, let's form a covenant.
Also kommt dein Nachbar zu dir und sagt, lasst uns einen Bund miteinander schließen. I will give you, look, I can draw a sheep, I think. I will give Oh, you, the sheep gets a body. This is really unfair now. I will give you like a gift or something, but I want to have certainty that we won't be in war and you won't overwhelm me. Dein Nachbar kommt also und sagt, ich will dir ein Geschenk überreichen, vielleicht ein Schaf oder was auch immer. Aber dafür möchte ich die Gewissheit haben, dass du nicht gegen mich kämpfen wirst, dass du mich nicht überwältigen wirst. And I have a beautiful daughter, maybe one of your sons want to get marry her so we can grow in this covenant. Und ich habe eine wunderschöne Tochter und vielleicht will eines deiner Söhne meine Tochter heiraten. Also können wir wirklich in diesem Bund auch noch zusammenwachsen, ja? And something that we call a covenant is formed here. Und wir sehen also, dass hier ein Bund eingegangen wird. Okay, so that's great. That's beautiful, eh? Das ist großartig, das ist wunderschön, gell? And you become stronger. Das heißt, du bist jetzt stärker. Now you need some help, and this guy says, no problem, I'll quickly send my slave to come help you with the work. Das heißt, wenn du jetzt Hilfe brauchst, dann sagt dein Nachbar, mach dir keinen Kopf, ich sende mal eben schnell meinen Sklave zu dir und der hilft dir dann mit der Arbeit. So this is a beautiful picture. Das ist also wirklich ein wunderschönes Bild. It's not such a beautiful picture for your other neighbor. Aber das Bild sieht jetzt plötzlich nicht mehr so schön aus für den anderen Nachbar, den du noch hast. He has 3 sons. Er hat 3 Söhne. He has also 1 slave. Er hat einen Sklaven. But he sees that this picture here, this is a problem for him. Aber er sieht, oha, das, was die anderen beiden Nachbarn so gemacht haben, das ist problematisch für mich. And he has fear. Und er fürchtet sich. And he also comes and he says, can't we do something that I don't have to live in this constant fear? Dann kommt er auch zu dir und er sagt, Mann, können wir nicht was klar machen, damit ich nicht hier ständig in Furcht leben muss? And so you say, yes, I have an agreement with this guy. I can have an agreement with you too. Und dann sagst du, ja, das passt schon. Also ich habe einen Bund geschlossen mit diesem anderen. Ich kann auch mit dir eine Übereinstimmung eingehen. Ne? And here a certain agreement comes into place. Und jetzt sehen wir, auch hier wird eine Übereinkunft getroffen. Ja? And this thing grows and grows and grows. And the one thing that happens is that this one person here, which is you in this picture, become more powerful, powerful, and powerful. Und wir sehen, dass das Bild wächst und wächst und wächst. Und die eine Sache, die hier auffällig ist, ist, wir sehen, dieser eine Mensch, also du in dem Bild, wirst immer mächtiger, mächtiger, mächtiger und mächtiger. And this is the person that eventually then becomes the king. Und das ist dann die Person, die letzten Endes der König ist. But this model is one of fear. Aber habt ihr gemerkt, das Modell ist ein Modell, was auf Furcht aufgebaut ist. I'm worried that they're going to do something to me, so let me try and make a covenant with them. Ich habe Angst, dass sie mir was antun, also will ich lieber versuchen, einen Bund mit ihnen zu schließen. But there are so many positive things that flow from this. Aber es gibt natürlich auch sehr viele positive Sachen, die hier entstehen, ja? Now you can maybe decide as a group, you're 10 leaders that come together and you decide as a group, let's take one of our servants or our sons and we teach them one trade and they become very good at that. Jetzt trifft man sich vielleicht als 10 Familienoberhäupter oder Leiter, ja, und man sagt, okay, lasst uns zusammen Entscheidungen fällen, lasst uns einen Sohn aus unserer Gruppe nehmen und ihm wirklich eine gute Ausbildung geben in irgendeine bestimmte Sache und dann wird er der Beste sein darin. And he's a blacksmith, or you have one that works with the finances, or you have one that's a specialist with planting or trees.
Und dann hast du zum Beispiel einen Eisenschmied, richtig guter Eisenschmied. Oder einer hast, der ist sehr gut, was Finanzen angeht. Oder ein anderer, der kennt sich super gut aus mit Pflanzen. Ein anderer mit Bäumen, ja. One that loves to build, maybe. Oder du hast einer, der baut sehr gut, liebt es zu bauen. And this is how cities are created. Und so werden Städte geschaffen, ja. So this is the origin of these things, and they actually start mostly with fear, worry. Ja, und das ist der Ursprung dieser Sachen, ne? Könige und Königreiche. Aber wir sehen, sie fangen an mit, dass man sich Sorgen macht oder sich fürchtet gar. So the question that we should now ask is, does God want men to be kings? Und die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist, möchte Gott, dass Menschen Könige sind? Well, Melchizedek was a king, so and he was a king and a priest unto God, so maybe yes. Nun ja, wir wissen, der Melchisedek, der war ein König, er war auch ein Priester des allerhöchsten Gottes. Ja, also vielleicht ja. But if there is then a king, how does God view this? What does he want of a king? Okay, wenn aber jetzt ein König da ist, was erwartet Gott von so einem Menschen? So we read about this in Deuteronomy 17. Und darüber lesen wir in 5. Mose, Kapitel 17. From verse 14 to 20, 22. In Deuteronomy 14, you read about it. Also 5. Mose 17 von Vers 14 so bis 22. And in this portion, God gives a prophecy. Und hier in diesem Abschnitt sehen wir auch, dass Gott eine Weissagung mitteilt. And he is saying that the children of Israel will want a king eventually. Und er sagt hier im Voraus, ja, sagt er, Israel wird irgendwann ein König wollen. Remember, at this stage, the children of Israel only have Moses as a leader. They've had Pharaoh before as a type of a king, but they don't have a king. Und zu dieser Zeit ist das so, dass das Volk eben nur den Mose hat als Leiter. Sie kennen zwar einen König, ne, die waren ja auch bei dem Pharao, aber sie haben keinen König, ja. This is also a new generation that didn't have to go through that difficult slavery of Pharaoh. So God is saying, you guys will eventually want a king. Und das hier ist ja auch jetzt eine neue Generation, ne? Die erinnern sich vielleicht nicht mehr an diese Sklaverei, die da war unter dem Pharao. Und Gott sagt hier, Leute, irgendwann werdet ihr zu mir kommen und ihr werdet einen König wollen. Okay, so he starts and he says in verse 14, when you come to the land which the Lord your God is giving to you, and you possess it and dwell in it, and say, I will set a king over me like all the nations around me. Da sagt er, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind. He says, then you shall surely set a king over you whom the Lord your God chooses. Dann sagt er, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. And then he continues to give 6 points of what God will choose, what God prefers. Und dann gibt er hier 6 Sachen oder 6 Punkte, was Gott in einem König haben möchte. And it's interesting when you go through it to see almost what God's standard is of a king. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns das anschauen, ja, um zu sehen, was Gottes Standard ist, Gottes Norm ist für so einen König. He starts out and he said that you shall surely not put one who's a stranger, you must put one from your brethren. Er sagt, es soll ein Bruder sein, es soll nicht ein Fremder sein. So
from the brothers. Also ein Bruder, ne? Einer aus der Mitte deiner Brüder. So you say, out of the brothers. So that's a good request. I think that's a good start. Okay, einer von den Brüdern. Ich denke, ja, das ist schon gut. Das ist ein guter Anfang, oder? Das ist doch vernünftig, wenn Gott sowas sagt, oder? So he needs to be an Israelite, basically, in this case. Also im Grunde sagt Gott ihnen hier, das soll ein Israelit sein. Ne? And not someone from a different nation. Und nicht jemand aus einer anderen Nation. And then the second thing that he says is that this guy shouldn't have many horses. Und die zweite Sache, die er sagt, ist, dieser König soll nicht viele Pferde haben. And the Hebrew that's used here is actually saying he shouldn't multiply the horses for himself, to make many horses for himself. Und im hebräischen Urtext steht da eigentlich, er soll die Pferde nicht vermehren lassen, damit er für sich selbst ganz, ganz viele Pferde hat. And I'm going to get to what each one of these things mean. I just want to complete the list first and go through the list with you. Und ich werde jetzt gleich euch genau erklären, was jeder dieser Punkte bedeutet, aber ich möchte jetzt eben erstmal, dass wir die Liste hier aufschreiben. Then he says that you shouldn't make the people return to Egypt. Und dann sagt er, das Volk sollst du nicht wieder nach Ägypten führen. So don't return to Egypt. Nicht zurückkehren nach Ägypten. Like this. Don't. Ja. So returning to Egypt, don't do it. Also Ägypten, nein, könnte man jetzt in Deutschen einfach schreiben. Ägypten, nein, nicht wieder, lass es. Because they're done. God has strictly said, don't go back on this route. Weil diese Sache ist jetzt vorbei. Gott hat ganz klar gesagt, geht nicht wieder dahin zurück. He's done with Egypt. Er ist fertig mit Ägypten. Then he says, if you choose a king, you shouldn't have many wives. Dann sagt er, wenn du einen König nimmst, dann sollte der nicht viele Frauen für sich nehmen. So not many wives, eh? Also nicht viele Frauen, richtig? So I think the kings of Israel, they did okay. Oi, 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 oi. Also, weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Könige von Israel, ja, wenigstens das, ne, haben die ganz gut gemanagt, ne, nicht so viele Frauen zu haben. Yeah, I think that all the kings of Israel were okay, and they could do. Is that okay? Nicht viele Frauen. Is that? Ja, ja. They were okay. No. Ich denke ja wirklich, die aus Israel, die israelischen Könige, die wir kennen in der Bibel, die haben sich doch wirklich zurückgehalten. Gerade bei den Eheweibern, ne, haben die doch wirklich geschafft, oder? And then he says not to have much silver and gold. Dann sagt er, Silber und Gold nicht anhäufen. Der König soll sich nicht Silber und Gold anhäufen. How is that possible? You're a king, but you shouldn't have much gold. Wie ist das denn möglich, bitte? Du bist ein König und du sollst nicht viel Silber und Gold haben für dich? No, the word again here is the word yoter that is used in the Hebrew, which is referring to don't make the silver and gold much. Don't make that your mission, just to have a lot of silver and gold. Und das hebräische Wort, was hier benutzt wird, ist das Wort yoter, und das bedeutet ganz einfach, mach es nicht für dich selbst zum Ziel, dass du sagst, du möchtest dein Silber und Gold vermehren. Das soll nicht deine Aufgabe sein, ja? It's not saying you're not allowed to have it. It's saying don't make that your focus. Don't just have so much of it that it consumes you almost. Er sagt nicht, dass du es nicht haben sollst, sondern dass du es nicht anhäufen sollst. Es sollte nicht dein Ziel werden. Es sollte nicht das sein, worauf du dich fokussierst.
And the last one, which I like a lot, is that the king that God will choose should write a copy of the law and read it all the days of his life. Und die letzte Aussage, die mag ich sehr, ja. Der König, den Gott erwählen wird, er soll für sich selbst eine Abschrift schreiben von dem Gesetz und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens. So I'll just say, write a copy of the law. Ja, you can say from Abschrift des Gesetzes schreiben und darin lesen. Yeah, so the king actually had to go to the priests and get a copy of the law and copy it for himself. Und der König, der musste dann also wirklich zu den Priestern hingehen und musste sich dort eine Abschrift von dem Gesetz holen und er musste das dann wirklich für sich selbst ausschreiben und ja, wie gesagt, darin lesen, jeden Tag seines Lebens. The law, those are the first 5 books which we know of. Yeah, Yeah. We think it's from Genesis to Deuteronomy, even though this is also written in Deuteronomy. Okay, und wir gehen davon aus, wenn wir hier das Wort Gesetz lesen, dass hier die Rede ist von 1. Mose bis 5. Mose, obwohl wir das Gesetz jetzt hier in 5. Mose lesen. Ne? Gehen wir trotzdem davon aus, der König sollte das Ganze für sich selbst aufschreiben und jeden Tag lesen. So I think you understand, he writes a copy of the law and he reads from it and he works from it. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Er schreibt für sich eine Kopie davon, er liest darin und er lebt daraus. Ja? Das ist das Ziel. The king really needed to know what is God's will and to obey it. Das heißt, der König musste wirklich wissen, was Gottes Wille ist und er sollte es auch noch gehorchen. Okay, so this is what God says in Deuteronomy 17. This is his standard for a king that he will choose. Das ist das, was Gott hier sagt im 5. Mose 17. Das hier ist eben seine Erwartung, die Norm für einen König, den er erwählen wird. And as God said, the children of Israel came to the place in the land that he gave them, and they said, we want a king. Und wie Gott gesagt hat, ja, genau so ist das dann auch passiert. Die Kinder Israels kamen in das Land, was Gott ihnen gegeben hat, und sie sagten, wir wollen einen König. And we read about this in 1 Samuel 8. Und darüber lesen wir in 1. Samuel Kapitel 8. So in 1 Samuel 8, this is a long portion, so I'll read like 2 verses, and I want to give you homework to go read that whole piece to really see what is said about the king. Okay, 1. Samuel 8 von Vers 6 bis 22. Ich möchte euch dazu einladen, dass ihr wirklich diesen Abschnitt lest. Because this is quite horrific when you think this was the power that the king had in that time. Weil das ist ziemlich schlimm, wenn man darüber nachdenkt, dass das die Macht ist, die der König hatte in der Zeit. So is it safe to assume that God wanted Israel to have a king? Können wir also sicher davon ausgehen, dass Gott wollte, dass Israel einen König hat? Well, let's read. Okay, lass uns mal lesen, was hier so steht. So the men came to Samuel and said, we want a king, you need to anoint a king. Okay, die Männer, die sind zu Samuel hingegangen und die haben gesagt, wir wollen einen König, du musst ein König für uns sein. And here in 1 Samuel 8, verse 6, we read, but the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord, Yodevave, and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, Samuel, but they have rejected me, that I should not reign over them. Und wir lesen hier weiter, dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll.
This is speaking of the king over Israel. And God said, you're going to come to the land and you're going to ask for a king and we will give you a king, or I will give you a king. Und das ist ein König über das Land Israel. Und Gott hat ihnen das gesagt. Ihr werdet in das Land hineinkommen, was ich euch geben werde. Und ihr werdet sagen, ich will einen König und dann werde ich euch einen König geben. But it doesn't seem like God really wanted them to have a king. He wanted to be their king. Aber es scheint nicht so, als ob Gott wirklich wollte, dass sie einen König haben. Wir lesen hier, er wollte ihr König sein. But he knew already in Deuteronomy 17 that Israel will ask for a king. Aber er wusste schon in 5. Mose 17, dass Israel nach einem König fragen wird. And then he says to Samuel, just tell them what the right of this king will be. Und dann sagt er zu dem Samuel, sag ihnen aber, was das Recht des Königs sein wird, der über sie herrschen wird. And very terrible things this king would do. Und dann sagt er hier auch ganz furchtbare Sachen, die dieser König tun wird. Take their children, take their daughters, take their land, take their slaves, take their harvests. Er sagt, dieser König wird kommen, er wird eure Söhne nehmen, er wird eure Töchter nehmen, er wird den Ackerland nehmen, er wird die Ernte, die ihr einbringt, wird er wegnehmen. And it's actually sad because the people then say, that's what we want. Yes, yes. Ui. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, weil obwohl er alles das sagt, sagt das Volk, ja, genau das wollen wir. Ja, ja. And that's what they got. Und genau das haben sie bekommen. God wanted to be Israel's king. He didn't want to give them a king like the land or the nations around them. Gott wollte Israels König sein. Gott wollte nicht, dass sie einen König haben wie die Heidenvölker und Nationen um sie herum. And who's anointed here as king? Und wer wird dann hier gesalbt als König? Wisst ihr das noch? The first king of Israel Der erste König Israels. was a name by the man Saul. Was a name by the man Saul. Was a man by the Man name by the Saul. name Saul. War ein Mann namens Saul. So, yeah, Saul was not such a great king. And then Samuel anointed another man, and his name was David. Und der Saul, der war nicht so ein guter König, aber dann hat der Samuel noch einen anderen Mann gesalbt und dieser Mann hieß David. David's son Solomon becomes the king. Und dann wird der Salomo der nächste König. And I think you understand in German Solomon, even if it's spelled this way, right? Okay, und ist das für euch in Ordnung, wenn wir das so stehen lassen, wie das im Englischen geschrieben wird? Ihr wisst, das ist der Salomo, ja? Solomon. Danke. Okay. And after Solomon, we have those two characters, Jeroboam and Rehabiam, who then divide the land. Nach dem Salomo haben wir die zwei Charaktere, ne? Wir haben Jeroboam und Rehabiam und das sind die beiden, die das Land dann letzten Endes so aufteilt, ne? In den zwei Reiche. I think they've gotten enough publicity in the Bible school. I'm not going to say too much about them. Aber wir haben schon sehr, sehr viel über die beiden gesprochen hier in der Bibelschule. Ne? Die haben genug Publicity bekommen. Wir wollen ihnen nicht noch mehr geben. My question that I want to ask is, here we have the first three kings of Israel. Did they do everything, and were they of the standard of God? Meine Frage ist aber, hier haben wir jetzt also die ersten drei Königen Israels. Haben die nach Gottes Standard gelebt, nach Gottes Norm gelebt? Yes, they were from the brothers, so great. Ja, sie waren aus der Mitte der Brüder, großartig. Not many horses, oh no, that's a problem. Nicht zu viele Pferde halten, nee, da haben wir schon ein Problem. Oh, they didn't take the people back to Egypt, that's okay. Okay, sie haben die Leute wenigstens nicht zurückgeführt nach Ägypten, das passt dann schon wieder, ne?
Not many wives. We've dealt with that. I think Solomon broke the record. Nicht viele Ehefrauen, wir haben darüber gesprochen, aber ich meine, der Salomo, der hat ein bisschen übertrieben, gell? So, what about not much silver and gold? Solomon again, his name comes up. Yeah. Was ist damit, dass die Silber und Gold nicht anhäufen sollten? Ja, wieder der Salomo, ne? Da denkt man dran, an den Reichtum. And write a copy of the law. I don't know, maybe they did. We don't read too much about that. Dass sie eine Abschrift des Gesetzes schreiben und darin lesen, ja, das weiß ich nicht. Wir lesen nicht allzu viel darüber. But the fact is, none of them fully did everything that God expects of a king. Aber die Tatsache bleibt, ja, und wir sehen das ganz deutlich, keiner dieser Könige hat das so gemacht, wie Gott es von ihnen erwartet hat. Okay, so our question here is, what does this mean for us? Okay, dann ist unsere Frage aber, was heißt das jetzt für uns? Why did God say it should be one from the brothers? Warum hat Gott gesagt, es soll einer sein aus der Mitte deiner Brüder? It's so that it wasn't a stranger. Das war, damit es nicht ein Fremder war, ja? So that no foreigner ruled. Damit nicht ein Fremder oder ja, ein Ausländer, also eher nicht ein Fremder, das ist das, worum es geht, nicht ein Fremder herrschen soll. And so that they had someone who understood their customs and their culture and so on. Sondern dass es einer ist, der die Bräuche kennt, die Kultur kennt, der sie kennt, ne? Also kein Fremder. Is Auslander also good? Nee, Fremder ist besser in dem Fall, finde ich. Hoofletter F, Well, yeah. R-E-M, D-E-R. Okay. Kein Fremder. So that makes sense. It's a good one. But what about the not many horses? Why did God want this? Okay, das ergibt einen Sinn, gell? Das leuchtet irgendwie ein. Aber was hat das hier mit den, die sollen nicht viele Pferde halten? Was hatte das auf sich? When we go read about horses in the Bible, it is many, many times connected to war. Wenn wir über Pferde lesen in der Bibel, sehen wir, es hat häufig mit Krieg zu tun, ja? This is what horses are for. Pferde hat man gebraucht, eben um Krieg zu führen, ne? So when God says he doesn't want the king to have many horses, he doesn't want a king who will just wage war. Wenn Gott also hier sagt, er will nicht einen König, der viele Pferde hält, dann heißt es, er möchte nicht einen König, der die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, Krieg zu führen. That doesn't make sense. A king should make war, isn't it? Aber das macht doch keinen Sinn. Ein König sollte doch Krieg führen, oder? Okay, let's go on. Egypt makes sense. The children of Israel shouldn't become slaves again, so this is all about slavery. Okay, und die dritte Sache, schauen wir uns das an. Die sollen nicht zurückgehen nach Ägypten. Ja, die sollen nicht wieder Sklaven sein. So it's just about Sklaven, you say? Mhm. Also geht es hier darum, dass sie nicht das Volk wieder dazu bringt, dass es nur Sklaven sind. Ne? So he shouldn't make slaves of the people. Also er sollte nicht Sklaven machen aus den Leuten, aus seinem Volk. So it's not just Egypt physically, but it's also this spiritual Egypt kind of idea. Also geht es hier nicht wirklich nur um physisch Sklaven und physisch Ägypten, sondern auch geistlich, ne? Dass die Leute nicht geistlich wieder zurückkehren nach Ägypten. Not many wives. God doesn't want the king to be full of lust. Nicht viele Frauen. Gott möchte nicht, dass der König voller Begierde ist, ne? Wollust, Begierde. So that he is
focused on himself and the things of this world. Weil dann ist es natürlich so, dass dein Fokus nur auf sich selbst ruht und auf Dinge dieser Welt. Ne? Not much silver and gold. Kings should be rich, shouldn't they? Nicht viel Silber und Gold, aber ein König sollte doch wohlhabend sein, oder nicht? No, a king shouldn't want for himself, just be greedy. Ja, ein König sollte aber nicht gierig sein für sich selbst, ja? Er sollte nicht nur an sich selbst denken und eben nur gierig sein. Was kann ich daraus bekommen? Ne? And then the last one, write a copy of the law. This makes sense. God wants the king to be obedient. Die letzte Sache, eine Abschrift des Gesetzes schreiben, ja, das macht Sinn, weil Gott möchte, dass der König ihn gehorcht. Gehorsam ist hier das Wort. So if the kings didn't do any of this, why did God waste his breath to say any of this? Okay, aber jetzt ist eine interessante Frage, gell? Wenn die Könige allesamt sich nicht daran gehalten haben, warum hat Gott denn sein Odem verschwendet, um das alles überhaupt auszusprechen, ja? And why, for instance, doesn't God want the kings to have horses so that they can wage war? Und warum will Gott zum Beispiel nicht, dass die Könige viele Pferde haben, damit sie in den Krieg ziehen können? It's good to have a strong army, right? Ist doch gut, wenn man ein ganz starker Heer hat, oder nicht? I think there's something bigger that we're missing. Ich glaube, es gibt ein größeres Gesamtbild, was wir irgendwie verpassen. There's one king in the Bible who actually did all of these things, who was good at all of them. Und es gibt einen einzigen König in der Bibel, der sich an alle 6 diese Sachen gehalten hat, der sie erfüllt hat. You guys want his name? Wollt ihr wissen, wer das war? I think some of you know already. Ich gehe mal davon aus, dass einige von euch das schon ahnen und wissen, ja? Yeshua. Jeshua. He's the only king who truly did all of these things the way God expected. Er ist der einzige König, der alle diese Sachen eingehalten hat und so gemacht hat, wie Gott es wollte. He was one out of the brothers. He was not a foreigner. He was from the tribe of Judah. Er war aus der Mitte seiner Brüder, er war kein Fremder, er war aus dem Stamm Juda. He didn't come to make war. He was a servant. Er ist nicht gekommen, um Krieg zu führen. Er war ein Knecht, ein Diener. You know, the Jews expected a Messiah, one who would be a king who would wage war. Und wisst ihr, das ist das Problem. Die Juden haben nämlich damit gerechnet, dass ein Messias kommen wird, der ein König ist und Krieg für sie führt. And he came and he served. Und er kam und er diente. He didn't want others to serve him. He made people free. Er wollte nicht, dass die Menschen ihm dienen, sondern er wollte die Menschen befreien. People shouldn't go back to Egypt, to the world for slavery. He made them free from sin. Er wollte nicht, dass die Menschen zurückkehren zur Welt, dass sie in die Sklaverei zurückkehrten. Nein, er hat sie befreit von ihren Sünden. He was free from the lusts of this world. Und er war frei von den Begierden dieser Welt, ja. Solomon was not. Salomo nicht. Yeshua's focus was not for himself to have a lot of silver and gold. Und wir sehen, bei Jeshua war sein Fokus definitiv nicht, um ganz viel Silber und Gold für sich selbst anzuhäufen. And lastly, he was obedient even to the death. Und die letzte Sache, die er auch erfüllt hat, er war gehorsam bis zum Tod. So God gives a standard here of what he expects of a king, and Yeshua is the only one who truly lived that. Und Gott gibt hier wirklich so die Norm, was er erwartet, wie ein König zu sein hat. Und Jeshua ist der Einzige gewesen, der das gänzlich erfüllt hat. So I have a bit of homework for you in this.
Okay, und in diesem habe ich jetzt ein bisschen Hausaufgabe für euch. Also habe ich eine Hausaufgabe für euch. Because we know that a king should have a genealogy. You should prove that you are of royalty, right? Weil, wie wir anfangs gesagt haben, ein König sollte ein Geschlechtsregister haben. Ja, der König muss beweisen können, dass er von königlicher Abstammung ist. Ja. So was Yeshua of royalty? War Jeschua von königlicher Abstammung? Well, in Matthew 1, verse 1, we actually read that he comes from the descendants of David, at least. Ja, in Matthäus 1, Vers 1 und weiterführend lesen wir natürlich, dass Jeschua zum Beispiel ein Nachfahre von David ist, von dem König David. I think through Solomon there were quite a few descendants. Durch den Salomo gab es natürlich ganz viele Nachfahren für den David, ne? Aber So, but I don't know if Yeshua would have been the one who was the heir to the throne necessarily. aber ich weiß nicht, ob Jeschua jetzt rein geschlechtsregistertechnisch, ne, derjenige ist, der für die Thronfolge als nächstes dran gewesen wäre. Das weiß ich nicht. But what is given here is that Yeshua comes from the descendants of David, at least. Aber was uns hier gesagt wird, ist, dass Jeschua von David abstammt, ja? So I just want to read verse 17 quickly. Okay, ich möchte ganz schnell Vers 17 euch vorlesen. It says, so all the generations from Abraham to David are 14 generations. And then it says, and all the generations from David to the Babylonian captivity are 14 generations. And then from the Babylonian captivity until Christ or the Messiah is 14 generations. So altogether, that should give you about 42 generations, right? About, exactly. Mathematically speaking. Okay, hier lesen wir, so sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen. Okay? Von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus oder bis zu dem Messias 14 Generationen. Ja? Und wer in Mathe aufgepasst hat, der weiß 14 und 14 und 14, dann solltest du 42 haben. Gell? I'm going to write Messiah instead of Christ because that is what he was, the anointed one to be king. Und ich werde jetzt hier das Wort Messias schreiben und nicht das Wort Christus. Die beiden Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen. Und Messias bedeutet ganz einfach gesalbt als König. Ja? And you all know Abraham, David. The only word I'm going to write in German here is the captivity. Okay, und ihr alle wisst Abraham und David. Und das Einzige, was Tiaan jetzt hier auf Deutsch schreiben wird, ist die Wegführung. Yeah, from Babylon. Wegführung nach Babylon. Okay, so this is then 42 generations, right? Okay, und wir haben ja gesagt, wer rechnen kann, der weiß, 42 Generationen sind das ja dann, ne? But if you go count it, if you start with Abraham to David, you look and you try to see if it is 14, you see, okay, yes, and you see 14, maybe, and you see no, it's 13. And then it all of a sudden is not 42 generations, but we see 41 generations. Okay, jetzt müsst ihr gut zuhören, gell? Wenn ihr jetzt hingeht und ihr fängt an zu zählen, jetzt müsst ihr wirklich zuhören, weil das die Hausaufgabe ist, dann rechnet ihr nach und ihr zählt Abraham bis David und ihr zählt die Leute dazwischen, dann merkt ihr, ja, 14, passt. Wenn ihr dann David bis hin zur Wegführung nachzählt, die Leute, die da aufgeführt sind, dann merkt ihr 14, ja, passt. Wenn ihr dann aber anfängt zu zählen von der Wegführung bis hin zu dem Messias, dann rechnet ihr 14, nee,
keine 14, 13. Dann merkt And what some people say, 41. Mhm. some people say, no, there's a mistake. You should count David twice, and you should count the Babylonian captivity twice. Aber andere Leute sagen dann wieder, nee, das ist ein Rechenfehler. Man sollte den David zweimal zählen und man sollte die Wegführung nach Babylon auch nochmal zweimal zählen. So that you can get 14, 14, 14. Damit man dann auch 14, 14 und 14 bekommt. But you don't get 14, 14, 14. You get 14, 15, 14. Aber wenn du das so machst, dann kriegst du auf gar keinen Fall 14, 14, 14, sondern dann hast du 14, 15, 14. Which is 43 generations. Und dann sind wir wieder bei 43 Generationen. Ne? So this is a bit of a mathematical issue. And what I'd like you to do is go and take every name in Matthew 1, verse 1 to 17 in the genealogy, write it down and say, this is the first, second, third person, and do the math, count them all together. And that is a large part of your homework. Okay, und das bedeutet, ein Großteil der Hausaufgabe wird sein, ihr geht bitte hin, schaut euch Matthäus Kapitel 1 von 1 bis 17 an und ihr schreibt dann auf. Ihr fängt dann an zu rechnen, ja, und dann sagt ihr, das hier ist die erste Person, die zweite, die dritte. Ihr führt die wirklich namentlich auf, ja, und dann sagt ihr, das sind so und so viele. Dann geht ihr weiter, das sind so und so viele, ja. But it doesn't say that it is 14 generations up to Jesus or up to Yeshua. It says it's 14 generations up to the Messiah. Okay, und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören. Ja, hier ist ein Tipp für euch. Da wird nicht gesagt, von der Wegführung nach Babylon bis zu Jesus oder bis zu Jeshua sind es 14 Generationen, sondern uns wird gesagt, von der Wegführung bis zu dem Messias sind es 14. And it's almost like there is this hint given to us that Yeshua, he is the Messiah, but he died and he rose again as the 14th generation. Und uns wird ein Hinweis gegeben, die sehr wichtig ist, nämlich, ja, Jeshua ist die 14. Generation. Aber Jeshua ist gestorben, 13. auferstanden, 14. als Erstgeborener. Versteht ihr? This is what we read in Romans 8, that he is the firstborn from the dead, obviously. Das ist das, was wir in Römer Kapitel 8 lesen, nämlich er ist der Erstgeborene aus den Toten, ja? He is the one that made it that we can be born again. Er ist derjenige, der das geschaffen hat, dass wir wiedergeboren werden können, ja? And according to what he says here, we are his brothers. Und das, was wir hier lesen, ja, in Römer 8, Vers 29, da wird uns gesagt, dass wir seine Brüder sind. And we read it so many times that we are his brothers, we are his brothers. Wir lesen das sehr häufig in der Bibel, ne, dass wir seine Brüder sind. Remember, you can be brethren, we are the bride, it's okay. Also ihr Frauen, denkt bitte dran, ihr dürft ruhig Brüder sein, denn die Männer müssen ja auch Braut sein. Also dann gleicht sich das aus. Ne? So in Romans 8, verse 29, it says, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Da lesen wir Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Yeshua is the firstborn of the 42nd generation. Jeshua ist also der Erstgeborene von dieser 42. Generation. Hört ihr? You and I, we are brothers of Yeshua. We are part of this 42nd generation. Und du und ich, wir sind Geschwister von Jeshua. Wir sind ebenfalls ein Teil dieser 42. Generation. That means that my genealogy, your genealogy, is in Matthew 1.
Das bedeutet, freue dich, dein Geschlechtsregister, mein Geschlechtsregister ist aufgeführt in Matthäus Kapitel 1. It's strange. From Genesis up to Matthew, we see a lot of genealogies in there. And this is where it stops. Yeshua is the last genealogy we read. Weil, ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ab 1. Mose haben die eine Unmenge an Geschlechtsregister. Aber dann kommen wir bis Matthäus und wir sehen, letzte Geschlechtsregister in der Bibel. Yes, we do see in one of the other descriptions of the gospel, also Yeshua's genealogy, but this is where it stops with Yeshua. Ja. Also natürlich, wir sehen in einer anderen Übertragung von dem Evangelium, ne? In einem anderen Buch sehen wir ebenfalls das Geschlechtsregister von Yeshua, aber was wir sagen ist, das ist, wo es dann aufhört. Wir sehen danach nicht mehr Geschlechtsregister. And maybe it's because this is spiritually our genealogy. Und vielleicht ist es, weil geistlich gesehen ist das hier, liebe Leute, unser Geschlechtsregister. So in 1 Peter 2 verse 9, we read about being royalty, right? And this is what we're speaking of. Und in 1. Petrus Kapitel 2 Vers 9, da lesen wir darüber, was es bedeutet, königlich zu sein. Ne? Und das ist ja das, worüber wir hier sprechen, gell? We are a royal priesthood, right? Wir sind ein königliches Priestertum, richtig? 1 Peter 2 verse 9. 1. Petrus 2 Vers 9. And before it says that we're this royal priesthood, it says something else. Aber bevor uns gesagt wird, dass wir ein königliches Priestertum sind, wird uns etwas anderes gesagt. It says, but you are a chosen generation. Uns wird gesagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine auserwählte Generation. A chosen generation. Eine auserwählte Generation. We are of one generation. Wir gehören zu einer einzigen Generation, ja? Maybe this is only speaking of Peter and his people, that they were from one generation. Aber vielleicht ist hier die Rede nur von dem Petrus und von den Leuten, die mit ihm da zusammen gelebt haben, dass sie eben alle zu einer auserwählten Generation gehören, ja? I just need the spelling of that. Sorry, I made a mistake. Okay. So we are this chosen generation. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. We are part of Yeshua's brethren. Wir sind ein Teil von den Geschwistern Jeschuas. I still don't have it. Is jy besig om te skryf? Nee. Het jy dit nou? Nee, ek het dit nie gekry nie. Gaan ek dit vir jou stuur? Asseblief. Okay, so when you go read Matthew 1 verse 1 to 17, read it with this idea that you're seeing that you are a descendant of Abraham, you're a descendant of David. Wenn du jetzt hingehst und du liest Matthäus 1 von Vers 1 bis 17, dann möchte ich, dass du es mit diesem Bewusstsein machst, dass dir klar wird, hey, ich bin ein Nachfahre von Abraham, ich bin ein Nachfahre von David. Yeah, we actually know we are descendants of Abraham according to what you see in Galatians 3. Und wir wissen das, ne? Die Bibel sagt uns das sogar, dass wir Nachfahren sind von dem Abraham, und das lesen wir in Galater Kapitel 3. So this is all just confirmation of our royalty. Also ist das alles hier einfach nur eine Bestätigung für uns, dass wir königliche Abstammung sind, ja? So wonderful, that's where it ends. We are royalty, we are better than others.
Okay, und da können wir jetzt auch aufhören. Ne? Schönen guten Abend euch. Wir sind königlich. Wir sind besser als die anderen. Punkt. Ade. No. Nein. What does it mean to be royalty? Oh, ho, ho, ho. Was bedeutet es, königlich zu sein? We need to live like Yeshua lived. Oh, oh. Wir müssen so leben, wie Jeschua gelebt hat. You cannot be a foreigner. You need to be one born again into this kingdom. Du kannst nicht ein Fremder sein. Hör zu, du musst auch dem Königreich Gottes hineingeboren worden sein. We're not called that we should just wage war the whole time. Und wir sind nicht dazu berufen, ständig Krieg zu führen. We're not there to make slaves of others. Wir sind nicht dafür da, Sklaven aus anderen Menschen zu machen. We're there to make others free, right? Wir sind da, um die anderen Menschen in die Freiheit zu buxieren, richtig? Paul is very big on this, that we must be careful for the lusts of this world. Der Paulus, der schreibt da ziemlich viel drüber, ne? Dass wir aufpassen müssen, dass wir die Begierden dieser Welt nicht nachgehen müssen. We shouldn't live in greed. Wir sollten nicht gierig sein. And lastly, but definitely not least, we must be obedient to the Father in everything. Und die letzte Sache, aber ganz bestimmt nicht die geringste Sache hier auf dieser Liste, wir sollen dem Vater gehorchen in allem, was wir tun. So we are the 42nd generation, part of the generation of the Messiah, who needs to live in this royalty. And next week we'll speak about what does it then mean to be a priest as this 42nd generation. Und wir gehören also diese 42. Generation an. Wir sind ein Teil von der Generation des Messias. Nächste Woche werden wir darüber sprechen, was bedeutet es denn, ein Priester zu sein in dieser Generation. Because this is God's standard for being a king. Denn das hier ist Gottes Norm dafür, wie man König sein soll. So he also has a standard of what it means to be a priest. Hat auch einen Standard dafür, eine Norm geschaffen, ja, dafür Priester zu sein. We are a royal priesthood. So yes, we are royalty. We need to serve others as royalty, but we are also priests. How do we do that? Wir sind ein königliches Priestertum, ja. Ja, wir sind königlich, aber wir sind auch dazu berufen, als Priester anderen Menschen zu dienen. Wie tun wir das? Wie sollen wir das tun? So your homework is Matthew 1, verse 1 to 17. Okay, jetzt hört bitte zu, Hausaufgabe, Matthäus 1, Vers 1 bis 17. But I also want to ask you that you go think of these 6 points in your own life. You don't need to write anything to us. Just think of that. How am I going to live as king in my life? Ich möchte aber auch, dass ihr hingeht und euch die 6 Sachen anschaut und dass ihr selbst darüber nachdenkt, wie kann ich das als König in meinem Leben ausleben? Ihr braucht uns das nicht zu schreiben, aber dass ihr wirklich euch hinsetzt und darüber nachdenkt, wie mache ich das? Because we don't want to be like Saul, don't really even want to be like David or Solomon. Wir wollen nicht so sein wie Saul, nicht wirklich gänzlich wie David, auch nicht wirklich wie der Salomo war, gell? We want to be like Yeshua. Wir wollen so sein wie Jeschua. Amen. Bless you all. Shalom, shalom. And I see you then in our 6th lesson next week. Seid gesegnet, Shalom, Shalom. Und wir sehen uns nächste Woche für die 6. Unterrichtsstunde.